Moin liebe Freunde da draußen, mein Name ist Michi, herzlich willkommen bei Moosartig. Und herzlich willkommen in meinem Grow Room, beziehungsweise ist es ja eigentlich nur ein Kellerabteil mit 2 Grow-Zelten drin. Aber in diesem Kellerabteil haben wir in den letzten Wochen wirklich massiv Probleme, unsere Luftfeuchtigkeit hier unter 60% zu halten. Wir sind jetzt hier gerade bei 19,4 Grad und 62% Luftfeuchtigkeit. Ist so ein bisschen kritisch. Eigentlich kann ich das Ganze ganz gut lösen. Moment, mit Finger. Hier ist eigentlich eine Tür, da sind eigentlich Fenster, aber wir bekommen seit 2, 3 Wochen unsere Außenwände verputzt von dem Haus und die Tür und die Fenster sind abgeklebt. Heißt, ich kriege hier nicht vernünftig Frischluft rein. Und so muss der kleine Johnny hier unten, der Luftentfeuchter, einfach ein bisschen Überstunden machen und zieht natürlich ordentlich am Strom. Ähm, Zum Glück bekommen wir bald auch eine PV-Anlage aufs Dach und dann haben wir einen Gamechanger. Also dann werde ich quasi mit eigener Sonnenenergie die Pflanzen hier drin versorgen können und da freue ich mich schon mega drauf. Ja, gucken wir mal hier rein. Ne? Wir haben ja hier unsere Box, in der die lebendige Royal Haze Automatic drin stand. Ich habe sie tatsächlich schon umgeschnitten. Die hängt jetzt zum Trocknen hier drin. Die Lampe ist aus, der Inline-Lüfter ist an und der Ventilator ist auch an und die hängt da jetzt, um zu trocknen. Ich habe in meinem letzten Video euch ja gesagt, es wird ein separates Erntevideo geben. Das macht mir persönlich extrem viel Spaß, ja, die Weiterverarbeitung von den Pflanzenbestandteilen. Aber was hier passiert, ist letztendlich die Herstellung von Arzneimitteln und von Wirkstoffen. Und da möchte ich einfach, dass es keine minderjährigen Personen sehen können. Führt letztendlich dazu, dass das Video wahrscheinlich überhaupt gar nicht geklickt wird, bis kaum geklickt wird. An alle, die es da draußen interessiert, wie ich das mache, bitte einfach da aufpassen und gucken, wenn ich ein Video rausstelle und ihr seht das bezüglich Ernte, dann einfach gerne klicken. Ja? Ihr müsst euch halt einfach nur registrieren, dass ihr über 18 seid. Mir persönlich ist es, wie gesagt, wichtig, weil Jugendschutz geht hier letztendlich vor Klickzahlen. Genau, so viel dazu. Deswegen gibt es hier heute auch nicht wirklich viel zu sehen. Also konzentrieren wir uns hier auf dieses wunderschöne 70x70x160er Zelt der Firma Mars Hydro. Und da gucken wir mal rein, weil da hat sich einiges getan. Hier steht unser Zelt mit den Produkten gefüllt von Mars Hydro. Eine wunderschöne Hochleistungs-LED FCE 1500 der Firma Mars Hydro. Die neueste Version des Inline-Vents. Auch dieser ist regelbar, wenn man es denn möchte und wenn man den entsprechenden Controller dazu hat. Und der Inline-Lüfter, den regeln wir auch mit diesem Sensor, Luftfeuchtigkeit und Temperatursensor von der Firma Mars Hydro. Funktioniert sehr, sehr zuverlässig. Ebenso wie auch dieser iConnect U-Stick der Firma Mars Hydro, der die Lampe steuert. Einziges Problem ist, solltet ihr manuell mal ein bisschen dran rumspielen, um mal zu schauen, wie die Beleuchtungsintensität ist, denkt unbedingt daran, in der App auch wieder den Automatikmodus zu wählen. Ansonsten kann es sein, dass die Lampe eben bei 100% eure Pflanzen verbrennt. Ja? Das hatte ich hier tatsächlich bei meinen Pflanzen auch für einen Tag, bis ich irgendwie mich mal gewundert habe, sag mal, warum ist denn das hier so hell? Habe PPFD gemessen und gesehen, ui, die Lampe, die ballert ja auf 100%, obwohl ich die eigentlich ein bisschen weiter runter reguliert haben möchte. Ja? Also momentan sind die Pflanzen, die hier drin sind, in ihrer vegetativen Phase und bekommen von mir ungefähr 600 ppfd über einen Zeitraum von 18 Stunden verteilt. Und das kriegt diese Lampe wirklich easy hin. Also ich habe die auf 65% stehen. Sie schwebt ungefähr, ich guck mal, Pflanzen sind ungefähr bei 45 cm. Die Lampe hat 1 Meter, also 55 cm über den Pflänzchen. Und da ist auf jeden Fall eine ordentliche Restkapazität. Daher, zumal ich die Lampe natürlich noch weiter absenken könnte oder eben die Leistung noch weiter nach oben drehen, mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also wir haben hier ordentlich Leistungsreserven. Ich habe hier einen interessierten Kumpel letztens da gehabt, der hat sich auch nochmal das Zelt angeschaut und gesagt, boah, ich habe das ja bisher nur in deinen Videos gesehen, hat sich aber selbst hier von der Qualität von Mars Hydro wirklich nochmal selbst überzeugen können und gesagt, boah, das ist ja wirklich
krass verarbeitet, hätte er sich nicht vorstellen können, muss ich auch sagen. Also für das Geld bekommt man ein super Einstiegsset. Link steht unten mit drin und mit dem Code Moosartig bekommt ihr auch 3% auf alle Produkte im Mars Hydro Shop. Ja, und jetzt geht es endlich mal runter, ne? In die unteren Etagen, wo wir unsere 2 photoperiodischen Pflanzen stehen haben. Und zwar einmal hier unseren Busch, die OG Kusch, und die Purple Oreos F1 Hybride von der Firma Seedsman, Royal Queen Seeds, Firma Seedsman. Und wir sehen auf jeden Fall klare Wachstumsunterschiede. Guckt euch das mal an. Also das kann man wirklich schon fast Unkraut nennen, die OG Kusch. Wohingegen diese hier sich ein bisschen mehr zurückhält. Aber Folgendes ist natürlich, ich habe hier diese Pflanzen nach dem Mainlining-Prinzip trainiert. Bedeutet also, wir haben hier 4 Haupttriebe unten, die ich alle mit Erdankern nach unten gebogen habe. Und jeder Seitentrieb wurde jetzt von mir so erzogen. Hier seht ihr so einen dieser Erdanker. Hier kommen 2 Haupttriebe raus, dass pro Haupttrieb 4 Triebe stehen gelassen werden. Also haben wir 16 Haupttriebe pro Pflanze. Und das war jetzt die ersten Wochen. Ich meine, wir sind jetzt 7 Wochen hier in dem Zelt drin, ja. Und schaut euch das mal an. Das ist ja noch nichts, ne, von der Höhe her. Aber ich habe sie auch richtig hart rangenommen mit diesem Training. Und jetzt lasse ich sie wachsen. Und ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis die OG Kusch größer ist als ich. So lange werde ich sie nicht wachsen lassen. Ich werde die schon rechtzeitig in Blüte schicken. Vermutlich in 1-2 Wochen oder so. Die Purple Oreos F1 hat sich mittlerweile auch gut erholt, aber sie verträgt das Training nicht so gut. Ja, das ist vielleicht eine Pflanze, die man einfach lieber wachsen lassen sollte. Man sieht es auch an diesen eingerissenen Stellen hier. Die hat das Mainlining irgendwie nicht so, es hat ihr nicht so viel Spaß gemacht, wie es bei der OG Kusch der Fall ist. Wir werden es sehen. Ja, ich hoffe, dass ich sie beide gleichzeitig in die Blüte schicken kann. Ich habe ja auch nicht mehr Platz zur Verfügung, dass ich die Pflanzen vielleicht separieren lassen kann. Aber ich möchte auch einfach mal hier diese beiden Pflanzen in dem Set von Mars Hydro einfach mal wirklich komplett nach oben ziehen. Genau, Mainlining-Training. Wie gesagt, wir lassen sie jetzt wachsen. Beide Pflanzen haben 16 Haupttriebe und dann schauen wir mal, wann wir sie in die Blüte schicken. Könnte aber vielleicht, ja, wenn ich mir das hier anschaue, schon im Laufe nächster Woche vielleicht so sein, dass wir die Beleuchtung dann auf 12 Stunden runterstellen. Und dann schauen wir mal, was wir für einen Stretch bekommen. Hey, aber Leute, ist das nicht geil, wie die hier wächst? Also ich bin total baff, absolut kompakt, richtig buschig. Auch diese hier geht jetzt in diesen typisch gedrungenen, kompakten Wuchs mit rein. Und ich schreibe das, mir fehlt die Erfahrung, ja, aber ich schreibe das, weil ich einfach viele Videos sehe, die in der Erde von Couple of Plants wachsen, in dieser Living Soil. Hier hinten steht es immer, Couple of Plants. Guckt auch gerne vorbei mit dem Code Moosartig, bekommt ihr 10% auf alle Produkte. Und einen super Support von Kim, by the way. Großes Shoutout, also diese Erde performt hier absolut genial. Ja? Ich habe hier wie gesagt 25 Liter drin in diesen Stofftöpfen. Die stehen in einer Selbstbewässerungsstation, beziehen sich das Wasser also von unten. Und hin und wieder gehe ich mal ein bisschen mit einem Pumpsprüher hier oben drüber, dass es oben nicht zu stark austrocknet. Schneide natürlich den Klee auch immer mal so als Covercrop zurück. Das bleibt dann liegen und verrottet dann durch die Pilze und bietet dann wieder neue Nährstoffe für diese Living Soil. Living Soil ist ein Riesenthema, Leute. Das ein Fass ohne Boden, wirklich. Da kann man, wenn man sich da reinarbeitet, da kann man wirklich verrückt werden. Aber bisher, guckt euch diese Blätter an, wie gesund das einfach ist. Also, ich habe bisher da nicht gedüngt. Ich gebe ab und zu mal einen Komposttee dazu. Videos dazu habe ich ja schon gemacht, wie ich das mache. Und bisher, also tipptopp, ich bin total zufrieden. Ich bin richtig gespannt, was hier letztendlich für eine Ausbeute bei rumkommen wird. Ja, liebe Leute, was meinten ihr? Wie viele Wochen können wir die hier noch so wachsen lassen, ohne dass ich jetzt dran rumschnibbel? Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Lasst euch nicht ärgern, ne? Genießt die Sonne draußen, geht mal raus, lauft um den Block. Wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's gut, euer Michi.